Moin, ich bin Jonas, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Im heutigen Video geht es um 5 Tipps für die Arbeit mit Microsoft OneNote. OneNote ist der digitale Notizblock von Microsoft. Ihr kennt die App vielleicht schon und es gibt sie in verschiedenen Formen und Versionen. Achtet dabei bitte drauf, ich zeige euch heute die OneNote-Version aus der Office-Installation. Es gibt auch noch die OneNote-App, die in Windows 10 mitkommt, die ihr quasi vollkommen kostenlos auch ohne Office-Paket verwenden könnt. Beide Apps funktionieren aber ein bisschen unterschiedlich und nicht alle Funktionen sind in beiden Apps verfügbar. Die Version aus dem Office-Paket, die ich euch heute zeige, hat ein paar sehr nützliche Features, die zum Teil die Windows 10 App nicht hat. Wie ihr diese Features anwendet und was die euch bringen, das zeige ich euch jetzt in meinen 5 Tipps zur Arbeit mit Microsoft OneNote. Viel Spaß dabei! Also, wir sind hier in der OneNote-Version, die aus der Office-Installation kommt und schauen uns jetzt mal an, was Tipp Nummer 1 kann. Tipp Nummer 1 ist die Funktion, aus freihand aufgezeichneten Inhalten Text zu machen. Das heißt, mit der OCR-Erkennung von OneNote könnt ihr die Dinge, die ihr beispielsweise auf einem iPad mit einem Stift mitgeschrieben habt oder in euren Notizen in einem OneNote einfach hinterlegt habt, an einem Surface Hub gemacht habt oder ähnlich, in richtigen Text umformatieren, um die Informationen weiter zu bearbeiten. Dazu gehen wir mal in einen Notizblock, in dem ich etwas mit der Hand mitgeschrieben habe. Hier habe ich die Info, nicht vergessen zu abonnieren, und wir wollen das jetzt mal in Text umsetzen. Wir gehen dazu oben auf den Punkt Zeichnen im Menü und wählen ganz rechts den Punkt Freihand in Text. Und wenn wir da draufklicken, seht ihr, passiert das. OneNote macht automatisch richtigen Text draus. Wenn wir dann wieder aufs Eingabetool wechseln, könnt ihr dieses Element hin und her schieben und hier reinschreiben. Ganz normal, wie ihr das ansonsten auch von OneNote kennt. Und habt die Möglichkeit, so eure Texte weiter zu bearbeiten oder eure Notizen jetzt auch in anderen Dateiformaten weiter zu verwenden. Tipp Nummer 2 hat ebenfalls was mit automatischer Texterkennung zu tun. Diesmal die Funktion, aus Bildern Text zu extrahieren, ganz automatisch in OneNote. Wir haben hier, wie ihr seht, einen Screenshot meiner YouTube-Kanalseite mit meinem Begrüßungstext. Jetzt zeige ich euch, wie ihr diesen Text da rauskriegt und dann ebenfalls als Textelement weiterverwenden könnt. Dazu klicken wir rechts auf das entsprechende Bild und hier habt ihr als dritten Menüpunkt den Punkt Text aus Bild kopieren. Wir klicken da einmal drauf und jetzt habt ihr den Text extrahiert aus der Zwischenablage. Wir machen eine neue Seite im OneNote auf, klicken hier rein und klicken dann Rechtsklick und jetzt haben wir die verschiedenen Einfügeoptionen und wir sagen mal nur den Text übernehmen und ihr seht, jetzt wird hier der Text eingefügt, den er aus dem Bild ausgelesen hat. Das heißt, ihr seht die entsprechenden Navigationselemente, meinen Channelnamen und hier auch den entsprechenden Text, den ich auf meiner Kanalseite eingetragen habe. Das ist ganz praktisch, wenn ihr aus Bildern oder aus Screenshots entsprechende Elemente weiterverwenden wollt und keine Lust habt, alles abzutippen. Auch eine sehr nützliche Funktion. In Tipp Nummer 3 geht es darum, wie ihr eure Meeting-Notizen noch effektiver mit OneNote verarbeiten könnt. Dazu machen wir mal an dieser Stelle eine neue Seite im OneNote auf, in die wir jetzt beispielsweise ein gewisses Meeting, was wir haben, mitschreiben wollen. Dazu geht ihr auf den Punkt Start und wählt ganz rechts die Besprechungsdetails. Hier lädt jetzt automatisch euer Outlook-Kalender die heute anstehenden Meetings und Besprechungen. Das heißt, ihr seht jetzt, welche Termine ich heute habe, schlägt sie euch vor und ihr könnt sie hier auswählen. Ihr könnt mit dem unteren Punkt beispielsweise auch in Vorbereitung für morgen schon euch einen anderen Tag aussuchen, von dem ihr Meetingsnotizen vorbereiten wollt. Ich gehe jetzt mal in meine Teambesprechung, die für heute geplant ist, und dann seht ihr, was alles geladen wird. Ihr seht jetzt, automatisch hat dieser Reiter einen neuen Namen bekommen, den Namen Teambesprechung. Wir haben hier unsere Basisinformationen zu dieser Besprechung, das heißt das Datum, den Ort, den Link zum entsprechenden Outlook-Element, die Einladungsnachricht, also hier könnt ihr euch den Nachrichtentext, der im Termin steht, anschauen. Ihr seht die Teilnehmerliste und unten habt ihr jetzt die Notizfunktion und könnt so eure Meeting Minutes ganz einfach verwalten. So sieht das Meeting übrigens im Outlook aus. Im Outlook habt ihr die Funktion mit den Meeting-Notizen quasi genauso. Hier habt ihr den Punkt Besprechungsnotizen. Ihr seht das OneNote-Symbol und könnt über einen Klick hier drauf die gleichen Notizen in eurem OneNote anlegen. Ihr seht also, ihr habt die Funktion in beiden Anwendungen und so könnt ihr quasi in dem Tool arbeiten, das euch eher liegt, beziehungsweise wenn ihr gerade im Outlook seid, hierüber auch das gleiche machen wie im OneNote. Wir sind jetzt hier in unserer Teambesprechung. Und in Tipp Nummer 4 möchte ich euch zeigen, wie ihr eure Aufgabenverwaltung
mit OneNote in Verbindung mit Outlook und Microsoft To Do noch besser optimieren könnt. Wir sind in unserer Teambesprechung und in der heutigen Teambesprechung möchte ich eine Aufgabe jemandem zuweisen. Das heißt, wir haben beispielsweise in unserem Meeting heute das Thema Forecast für Quartal 2. So, wir haben jetzt die Aufgabe hier in unserem Meeting erstmal festgehalten und wenn ich sie jetzt als Aufgabe für mich persönlich in meinem Outlook, in meiner Aufgabenverwaltung mit To-Do nachvollziehen möchte, dann klicke ich hier in die entsprechende Zeile und wähle oben wieder den Punkt Start aus und habe hier das kleine rote Fähnchen, was ihr vielleicht auch aus Outlook kennt. Wenn ihr da draufklickt, habt ihr die Option, diese Aufgabe mit einem gewissen Wiedervorlagedatum für euch abzulegen. Ich sage, dass diese Aufgabe morgen erledigt sein soll und wähle jetzt einfach mal morgen aus. Und dann seht ihr, dass hier dieses kleine Fähnchen auftaucht. Was ich jetzt von diesem Fähnchen habe und wie das Ganze mit Outlook und To-Do zusammenspielt, das zeige ich euch jetzt. Ich bin jetzt mal in meinem Outlook gesprungen und hier seht ihr die für morgen gekennzeichneten Aufgaben. Automatisch hat OneNote hier eine Aufgabe für mich in Outlook erstellt. Das ist ziemlich praktisch, wenn ihr die Aufgabenverwaltung in eurem Outlook-Client verwendet. Wenn ihr die To-Do-App verwendet, um Aufgaben aus den verschiedensten Apps aus Office 365 zu verwenden, dann könnt ihr auch hier jetzt eure Aufgabe nachverfolgen. In To-Do findet ihr alle Aufgaben aus allen verschiedenen Diensten, die ihr in Office 365 nutzt, beispielsweise auch den Planner. Schaut dazu auch mein Video. Hier habe ich jetzt To-Do offen und ich sehe auch, hier ist automatisch jetzt eine Aufgabe angelegt für morgen mit dem Fälligkeitsdatum Forecast für Quartal 2 erstellen. Das heißt, ich habe jetzt an verschiedenen Stellen die Möglichkeit, diese Aufgaben nachzuverfolgen und zu erledigen. Kommen wir zum letzten Tipp für heute, Tipp Nummer 5. In Tipp Nummer 5 geht es darum, wie ihr eure Daten mit OneNote noch besser schützt. Wie ihr wisst, funktioniert ein OneNote genau wie ein Notizbuch. Das heißt, wer es in der Hand hat, kann durchblättern und alle Seiten lesen. Wenn ihr jetzt aber sagt, dieses OneNote ist zwar für euer Team wichtig, wo es abgelegt ist, aber es gibt gewisse Bereiche, die nicht für jeden zugänglich sein sollen, gibt es eine Möglichkeit, so einzelne Bereiche im OneNote zu schützen. Ihr habt nämlich die Möglichkeit, verschiedene Bereiche mit einem Passwort zu sichern. Wie das geht, zeige ich euch jetzt. Ich habe mich hier mal für den Anwendungsfall Mitarbeitergespräch entschieden. Man macht sich ein paar Notizen, aber diese sollten nicht für jeden zugänglich sein. Jetzt könnt ihr in diesem OneNote nur diesen oberen Bereich Mitarbeitergespräch mit einem Passwort schützen. Dazu macht ihr einen Rechtsklick und wählt diesen Abschnitt durch ein Kennwort Schützen aus. Dann bekommt ihr auf der rechten Seite einen Dialog angezeigt, in dem ihr ein Kennwort festlegen könnt. Dazu klicken wir hier drauf, tippen das Kennwort ein und bestätigen es und wählen OK. Nun ist dieser Bereich durch ein Kennwort geschützt und das Ganze sieht so aus. Wir gehen jetzt hier in unser OneNote nochmal neu rein und landen auf unserer ersten Seite. Wenn wir jetzt den Punkt Mitarbeitergespräch anschauen wollen, bekommen wir diesen Dialog angezeigt. Hier steht, dieser Abschnitt ist kennwortgeschützt. Klicken Sie jetzt oder drücken Sie die Eingabetaste, um ihn zu entsperren. Wir machen das mal. Ihr seht, ihr bekommt einen Dialog zur Passworteingabe. Wir geben das Passwort ein und der Bereich wird für uns entsperrt. Das funktioniert in einem gesharten OneNote für jeden, der das Passwort hat, und für jeden, der das Passwort nicht hat, bleibt dieser Bereich nicht zugänglich. So, das waren 5 Tipps zur Arbeit mit Microsoft OneNote. Wie auch bei den anderen Office-Produkten gibt es auch bei OneNote auch viele, viele weitere Optionen. Schaut dafür auch mal auf dem Kanal hier vorbei. Hier gibt es eine ganze Menge Tipps und Tricks-Videos, weitere Kurztipps, Tutorials zu den Office-Apps. Da findet ihr bestimmt auch die Funktion, die ihr gerade sucht. Generell finde ich, OneNote ist eine sehr, sehr praktische App, die ihr als digitales Notizbuch verwenden könnt. Auf verschiedenen Endgeräten mit vielen praktischen Funktionen, die euch das Leben im Büroalltag einfacher machen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich darüber freuen, wenn ihr es liked, wenn ihr den Kanal abonniert oder teilt. Wenn ihr in die Kommentare schreibt, welche Funktion ihr ganz cool findet in Outlook, fände ich auch spannend. Und dann bleibt mir nur zu sagen, danke fürs Zuschauen und wie immer, tschö mit Ö.